Hallo liebe Freunde, danke, dass Sie wieder dabei sind. Das ist mein zweites Video, in dem ich mit einem Bus fahre und über das Alltagsleben in der Mongolei erzähle. Das erste Video war auf Russisch. Das hat damit zu tun, dass ich diesen Video für einen anderen Kanal gemacht habe. Aber dann die Wiedererstellung auf Deutsch würde dann viel zu aufwendig sein und ich beschloss, das Video auf Russisch auf dem deutschsprachigen Kanal hochzuladen und wollte die Situation mit dem Untertitel retten. Hoffentlich kam das Video auch auf Russisch bei Ihnen gut an. Dieses zweite Video mache ich auf Deutsch. Sie sehen wieder meine Busfahrt, aber durch eine andere Straße. Eigentlich wollte ich damals zum Bahnhof fahren, aber der Bus fuhr in eine andere Richtung und ich beschloss, bis zur Endstation zu fahren. Dort musste ich aussteigen und dann wieder in denselben Bus einsteigen und dann direkt zum Bahnhof. Alles hat super toll geklappt. Wie es sich herausstellte, fuhr der Bus in den Stadtteil, wo die armen Mongolen leben. Und ich war überrascht, wie groß der Unterschied zwischen arm und reich in der Stadt ist. Die Stadt Ulaanbaatar ist vielseitig und weist große Kontraste auf. Wenn Sie sich das Video bis zum Ende anschauen, dann sehen Sie diese großen Unterschiede zwischen arm und reich. Also los geht's. In der letzten Zeit sind bei meinem Kanal viele neue Abonnenten eingestiegen. Ich bedanke mich bei allen neuen Abonnenten, die ein Interesse an meinem YouTube-Kanal auf Deutsch gefunden haben. Und ich muss Folgendes sagen. Ich fahre am 14. Mai nach Irkutsk zurück und dann werde ich fortsetzen, die neuen Videos über das Leben in Sibirien zu drehen. Hoffentlich finden Sie auch ein Interesse für das Leben in Russland, auch wenn Sie auf meinen Kanal durch die Mongolei-Videos gestoßen sind. Wie Sie schon bemerkt haben, gibt es in Ulaanbaatar sehr viele Autos Toyota Prius, das ist Hybridautos. Und sie sind sehr gefragt in der Stadt. Das hat damit zu tun, dass die Benzinpreise sehr hoch sind. Außerdem fördert die Stadt die Einfuhr von Hybridautos, damit die Leute mit dem Benzin sparen können, sowie weniger Abgasen ausgestoßen werden. Und besonders schmutzig ist die Luft in der Stadt im Winter, wenn die Jurten-Einwohner ihre Öfen mit dem Müll zu heizen beginnen. Dann ist die Luftqualität wirklich sehr schlecht und darunter leiden in erster Linie die Kinder und die Leute mit Lungenproblemen. In der Mongolei gibt es auch die Rente, aber sie ist ziemlich klein, muss man ehrlich sagen. Die maximale durchschnittliche Rente beträgt etwa 200 Euro. Dabei gehen die Frauen in die Rente im Alter 55 Jahre und die Männer 10 Jahre später, also im Alter 65 Jahre. So ist der große Unterschied, muss man ehrlich sagen. Ich möchte noch sagen, dass die Mongolen ein gutes Gesanggefühl haben. Das heißt, sie singen gerne und können auch gut singen. Ich weiß nicht, woran das liegen kann, aber überall gibt es in der Stadt Karaoke-Bars und so im Alltag, bei Feierlichkeiten singen die Mongolen sehr gerne, weil sie sehr gut singen können und ein gutes Gesanggefühl und Gehör haben, dann lernen sie die Fremdsprachen sehr schnell und sehr gut. Und wie Sie wissen, ist die mongolische Sprache nur in der Mongolei gefragt, also wird nur in der Mongolei gesprochen und man braucht sie sonst in der Welt nicht mehr. Deswegen sind die Mongolen gezwungen, also müssen eigentlich die Fremdsprachen lernen, wenn sie ins Ausland fahren wollen oder dort irgendwohin auswandern wollen, um dort eine gut bezahlte Arbeitsstelle aufzunehmen. Das ist der Grund, warum sie eine oder sogar zwei Fremdsprachen von klein auf lernen. Zum Beispiel Russisch und Englisch, Englisch und Chinesisch, also je nachdem, wohin man auswandern will. Meistens wandern die Mongolen nach Südkorea aus. Sie können sich dort einfacher in die Gesellschaft eingliedern. Und sie sind dort auch gefragt. Also man stellt sie dort in den Firmen gerne ein, weil sie sehr gut arbeiten und besonders in den Betrieben, in der Produktion, wo zum Beispiel die Autos, die koreanischen Autos hergestellt werden. Für die letzten 2 Jahre sind die Lebensmittelpreise auch in der Mongolei auffällig angestiegen und die Mongolen betonen das immer wieder
bei Privatgesprächen aber die Gehälter, die sind ja gleich geblieben. Solche Situationen kann man auch in den anderen Ländern beobachten. Besonders hoch sind die Preise jetzt für die importierten Waren, zum Beispiel aus Russland, aus Südkorea. Ja, es gibt auch sehr viele Lebensmittel, die im Lande hergestellt werden, zum Beispiel Fleischprodukte, Milch, die sind relativ noch günstig, aber für die anderen Produkte aus dem Ausland sind die Preise jetzt drastisch angestiegen. Ja, das ist auch ein Problem. Die Mongolen jammern jetzt davon immer wieder, weil sie nicht mehr verdienen können. Die wirtschaftliche Lage in der Mongolei ist momentan sehr schlecht. Die Arbeitslosigkeit ist ziemlich hoch. Das ist auch einer der Gründe, warum die große Zahl von den Mongolen auswandern will. Wie gesagt, nach Südkorea, in die USA, nach Japan. Nur wenige ziehen nach Russland, weil dort nicht so viel Arbeit für sie gibt. Wenn man in Ulaanbaatar mit dem Auto oder mit dem Bus fährt, dann sieht man überall die Baustellen. Die Stadt wird tatsächlich sehr chaotisch bebaut. Leider sind die Häuser von niedriger Qualität, davon sagen viele Leute. Und wenn man eine neue Wohnung kaufen will, dann muss man lange suchen. Man muss genau wissen, wann und von wem das Hochhaus gebaut wurde. Das spielt eine sehr große Rolle. Es gibt zahlreiche Firmen, auch aus China, aus Korea, aus Russland. Alle bauen unterschiedlich. Man sieht, die Korruption ist im Bausektor sehr hoch. Man vergibt die Baulizenzen für das Geld, egal wo das Haus gebaut wird. Und es gibt keine einheitliche Architektur, es gibt keine Planung. Die Häuser werden überall errichtet. Das macht die Stadt leider nicht schön. Ganz umgekehrt, hässlich würde ich sogar sagen. Das Durchschnittsgehalt in der Mongolei beträgt momentan etwa 400 Euro. Ja, so ist es. Aber die durchschnittliche Miete, so im Stadtzentrum, gute Lage, beträgt genauso 400 Euro. Deswegen, wie ich in einem früheren Video von mir gesagt habe, muss man in der Mongolei etwa $1000 bekommen, um hier gut leben zu können. $1000, das sind etwa 3,5 Millionen Tugriks und 1,5 Millionen, das sind 400 Euro, muss man für die Miete hinblättern und der Rest, 2 Millionen Tugriks, das reicht eigentlich für das Leben, für das Essen, für die Kleidung, für den restlichen Spaß. Um so eine Stelle zu finden, braucht man gute Kontakte, Verwandtschaft, Freunde, also Vitamin B. Oder man kann online arbeiten oder die Rente aus dem Ausland beziehen. Das ist so die Lage, der Stand der Dinge. Wenn Sie mich fragen, ob ich eine Auswanderung in die Mongolei empfehle, dann antworte ich nein. Leider ist das Leben in der Mongolei sehr hart. Ganz zu schweigen das kalte Klima im Winter. Aber der Tourismus im Lande ist sehr gut. Man kann und man muss dieses Land einmal erleben. Und ich lade Sie in die Mongolei als Tourist gerne ein. Es reicht hier eine Woche oder besser 2 Wochen zu verbringen. Dann kann man das Land näher kennenlernen. Aber die Auswanderung ohne finanzielle Unterstützung und ohne genug Geld würde ich Sie abraten. Besser, wenn Sie nach Sibirien auswandern. So ist mein Vorschlag, so ist mein Tipp für Sie, wenn Sie Deutschland doch verlassen wollen. Und die beste Besuchszeit für die Mongolei beträgt von Mitte Mai bis Ende September. Danach wird es kühler. Dann beginnt der Winter, kommt die Kälte, also lieber nicht. Im Video können Sie erst jetzt sehen, wie der Bus zu diesem Bezirk abgebogen ist, wo die armen Mongolen leben. Also schauen Sie bitte das Video bis zum Ende an. Jetzt will ich die mongolische Musik einspielen, damit Sie das Geschehen im Video besser genießen können. Ich bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie meinen Kanal immer noch verfolgen. Ich werde meinen Kanal weiterführen und will die Videos
über das Alltagsleben in Sibirien weiter veröffentlichen. Also danke für das Mitmachen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.